Es begann an einem Samstagmorgen. Eine wunderschöne Tageszeit und herzlich willkommen. Bevor ich mich an die nächsten Videos zu den Themen Aussortieren, Putzmotivation und Leben ordnen setzen konnte, kam eine Grippe dazwischen. Für mehrere Tage bin ich ausgefallen, keine Arbeit, Projekte mussten warten und ja, als Mensch, der lange Jahre an Aufschieberitis litt, bekomme ich dann Nachrichten von meinem alten, schlechten Gewissen, wenn ich ein paar Tage nichts tue, auch wenn es wegen der Krankheit ist. Und damit ich nicht in mein altes Verhaltensmuster verfalle, muss ich langsam, aber sicher wieder in den Alltag starten. Wenn du auch einen Durchhänger oder ein Tief hattest und nun Motivation und Inspiration brauchst, um dich wieder deinen Aufgaben zu widmen, dabei aber nicht die Freude bei der Sache zu verlieren, lade ich dich ein, die nächsten Minuten mit mir zu verbringen. Ich freue mich auf jeden meiner Abonnenten und auch über die neuen Zuschauer und Besucher. Und nun fangen wir an. Zum Resetten habe ich mir ein Wochenende vorgenommen. So schauen meine ersten Planungen für den Tag aus. Ich habe mir hier die Stunden eingetragen, damit ich eine Übersicht habe. Das, was ich jetzt heute schon gemacht habe, meine Morgenroutine, Pflege, geduscht, Journalen, da bin ich gerade dabei. Und dann habe ich mir meine Aufgaben erstmal aufgeteilt in Aufgaben, die unter 5 Minuten dauern. Zum Beispiel muss ich ein Paket auspacken. Oder Aufgaben, die unter einer halben Stunde oder halbe Stunde dauern. Und ich möchte heute einen kleinen Ausgleich schaffen zwischen ein paar Dinge schaffen und gleichzeitig auch ein bisschen mich um mich selber kümmern, was in den letzten paar Tagen leider zu kurz gekommen ist. Zum Beispiel wäre für mich ganz gut ein bisschen Stretchen. Sport kann ich jetzt noch nicht machen, aber ich merke, dass ich die letzten Tage so richtig eingerostet bin. Und das tut mir überhaupt nicht gut. Also ich möchte ein bisschen was für den Nacken tun, ein bisschen dehnen, dass ich da wieder ein gutes Körpergefühl bekomme. Jetzt mache ich mich an das Journalen, weil mein Kopf nach den paar Tagen viel zu viel Fernsehen einfach so voll ist. Ich muss jetzt einiges ziemlich gut sortieren. Also ich persönlich bin immer noch sehr überrascht, dass wir bereits Mitte Oktober haben, weniger als ein Quartal bis zum Jahresende. Und andererseits ist es natürlich auch eine gute Motivation,
sich nochmal um die eigenen Jahresziele zu kümmern. Ein kleines Update. Nach dem Frühstück habe ich mir eine Zeit lang zum Lesen genommen, weil ich gemerkt habe, ich brauche jetzt wieder eine Ruhepause. Dann hatten wir jetzt einen Videocall mit unseren Freunden und jetzt lasse ich mir auf jeden Fall das Mittagessen schmecken. Und ob ihr glaubt oder nicht, aber ich freue mich so riesig über dieses leckere Brot. Vor allem mit einer Glutenunverträglichkeit ist es manchmal richtig schwierig, leckeres Brot zu finden. Und von dieser Marke haben wir das heute zum ersten Mal ausprobiert und ich bin mehr als begeistert. Ich glaube, ich habe meine Lieblingssorte gefunden. Also falls jemand von euch auch leckeres glutenfreies Brot sucht, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Mein Mann hat jetzt einen Telefonanruf, deswegen habe ich mich in ein anderes Zimmer verzogen und werde mir auf jeden Fall mein Mittagessen schmecken lassen, nebenbei etwas lesen und danach habe ich auf jeden Fall Lust, mich wieder an meine Aufgaben zu setzen. Und dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. Eine meiner aktuellen Lektüren ist dieses Buch und wenn ihr Lust habt auf etwas Unterhaltung und Wissenschaft in einem und Wissen, was ihr auch heute schon direkt anwenden könnt, kann ich euch dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. In dem Buch geht es um Stresstoleranz und Stressresilienz, darum, wie unser Gehirn auf Stress reagiert, welche Prozesse dort stattfinden. Allerdings erklärt der Autor das relativ einfach, so dass man das gut verstehen kann. Und gleich eins der ersten Beispiele, die er am Anfang aufführt, führt dazu, dass man das sofort anwenden kann. Und ja, das ist sehr faszinierend, wenn man weiß, wie das eigene Gehirn funktioniert und dass viele Reaktionen, die stattfinden, auch gar nicht begründet sind, was den Stress angeht. Und natürlich ist es immer wieder toll, wenn man diesen Stress reduzieren kann und einfach viel entspannter durch den Alltag läuft. So, nächstes Kapitel ist gelesen. Am Ende von dem Kapitel musste ich wieder ziemlich lachen. Also es ist wirklich super geschrieben. Und ja, wenn ihr vielleicht Comedy-Shows kennt, bei denen man auch sehr viel lernen kann, weil Experten berichten, das aber auf eine sehr witzige Art und Weise, dann ist es sowas Ähnliches. Also man kann sich das vorstellen, da gibt es auch immer wieder kleine Geschichten dazwischen. Es wird nicht zu wissenschaftlich, aber man bekommt auf jeden Fall sehr gutes Wissen mit, was man auch gut anwenden und sich merken kann. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before. Take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed.
Das ist ein kleines Update. Ein paar Sachen habe ich schon gemacht. Wir haben einen Spaziergang in die Stadt gemacht, dabei auch in 2 Geschäften reingeschaut, weil ich ein bisschen was besorgen musste. Wir hatten unsere kleine Nichte dabei, was sehr viel Spaß gemacht hat. Wir haben dann Kastanien gesammelt und ja, eine gute Beute gemacht. Sie war zufrieden, wir waren auch zufrieden. Und jetzt gibt es Abendessen, was mein Mann gekocht hat. Als Abendessen gibt es Buchweizennudeln mit einer Hackfleischsoße. Ich habe mir einen kleinen Salat gemacht und als Dessert gibt es einen Pudding, mehr oder weniger selbst gemacht aus einer Tüte. Wollte mal ausprobieren, wie es funktioniert. Ist von DM, ohne Zuckerzusatz. Da habe ich nur ein bisschen Agavendicksaft dazu getan, weil es sonst fast gar nicht süßlich war. Das lasse ich mir jetzt schmecken, werde Nachrichten schauen und ein wenig lesen. Und dann haben wir noch ein paar Stunden bis zum Schlafen gehen und mal gucken, ob ich da noch was Produktives hinbekomme. Ich muss dazu sagen, ich hatte eigentlich gedacht, dass wenn wir jetzt nach draußen gehen, dass ich danach eher müde bin, aber der Spaziergang und die frische Luft haben mir wirklich gut getan. Endlich raus zu sein, das war ein tolles Gefühl und ich bin zurückgekommen, habe mehr Energie und fühle mich einfach fitter als vorher. Also es war eine gute Entscheidung und ja, ich hoffe, dass wir morgen auch wieder nach draußen gehen können. Wunderschönen guten Morgen. Heute ist Sonntag und heute geht es weiter mit dem Leben sortieren und wieder in die Arbeitsroutine reinkommen. Mein Kaffee steht schon bereit und der Tee für später ist auch schon angesetzt. Und jetzt werde ich mich erstmal sammeln, meinen Tag planen, überlegen, was heute priorisiert werden soll. Dann werde ich etwas lesen und dann so ganz langsam mit einem guten Frühstück in den Tag starten. Jetzt einen kleinen Überblick über meinen Tag verschafft und werde jetzt erstmal schauen, wie das alles funktioniert. Auf jeden Fall, der Morgen ist ganz gut und ich habe die Aufgaben, die ich gestern nicht geschafft habe, habe ich auf heute übertragen und mir auch überlegt, was heute wirklich Sinn macht, was meine Prioritäten sind. Zum Beispiel, damit ich mich wohler fühle, ist für mich ganz wichtig, ein bisschen Ordnung zu schaffen. Ich habe heute auch schon einen meiner Hotspots aufgeräumt. Und das Bad soll ein bisschen sauber gemacht werden und im Bad Staubsaugen wäre ganz gut. Ansonsten den Rest hat mein Mann auch schon gemacht, aufgeräumt und Staub gesaugt die Woche.
Dann ist eins meiner wichtigen Projekte auch das Aussortieren. Da möchte ich heute wenigstens eine halbe Stunde investieren, wenn nicht mehr, dass auch dieses Projekt weiter fortgeführt wird und ich das Gefühl habe, okay, ich bewege mich auf jeden Fall voran. Und als dritte Priorität ist auch ein bisschen Self-Care angesagt. Da möchte ich mich noch mehr um meine Nägel kümmern, Nägel lackieren und auch natürlich dann heute endlich stretchen, ein bisschen dehnen. Gestern hat es nicht mehr geklappt abends, aber wir waren dafür ein bisschen spazieren. Das hat mir auch gut getan. Also das sind meine 3 Prioritäten. Ordnung schaffen, weiter aussortieren und mich ein bisschen mehr um mich kümmern. Und dann sollte alles andere ganz gut laufen. So schaut jetzt meine Tagesübersicht aus. Der Morgen, da bin ich jetzt noch mittendrin. Dann die 3 Prioritäten, die ich für heute aufgeschrieben habe. Und dann ist auch noch etwas dabei, was ich seit einigen Monaten benutze und das für mich super gut funktioniert. Und zwar überlege ich mir nicht nur, wie lange ich für eine Aufgabe brauche, um das besser einschätzen zu können, sondern ich teile mir tatsächlich die Aufgaben jeweils in diese Blöcke ein, das wofür ich nur ein paar Minuten brauche, also Aufgaben unter 5 Minuten, Aufgaben unter einer halben Stunde und dann gibt es normalerweise hier einen dritten Block mit Aufgaben über 30 Minuten. Das hilft mir auf jeden Fall, den Überblick zu haben, wenn ich irgendwo zum Beispiel ein spontanes Zeitfenster habe von ein paar Minuten, weil ich auf jemanden warte oder etwas in der Art, dann weiß ich, okay, dann kann ich vielleicht schauen, was kann ich in diesen paar Minuten schnell schaffen. Oder wenn ich dann weiß, okay, jetzt habe ich ein paar Stunden Zeit, was wäre jetzt gut in dieser Zeit zu schaffen, dann weiß ich, okay, dann kann ich unterscheiden zwischen Aufgaben, die eine halbe Stunde brauchen, mehr oder weniger und so weiter. Also das funktioniert für mich auf jeden Fall ganz gut, weil ich dann sehen kann, wie viel Zeit ich dafür brauche und wo ich diese Zeitblocks einfach auch spontan am Tag einschieben kann. Weil ich muss zugeben, es ist zwar super toll, wenn man den ganzen Tag im Voraus komplett durchschreibt und durchplant, aber erfahrungsgemäß mit Familie, mit Freunden, wenn jemand mal dazwischen anruft, das sind jetzt nicht unbedingt Dinge, die wirklich brennen und unbedingt beispielsweise um 12 Uhr gemacht werden müssen. Deswegen verschiebt sich das immer wieder und diese Art und Weise, das aufzuteilen und zu planen, funktioniert für mich viel besser, als den Tag wirklich im Voraus Minute für Minute zu planen. Wir kommen gerade vom Spaziergang. Draußen scheint die Sonne und es ist Herbst. Für mich persönlich kann es nichts Schöneres geben. Das ist meine Lieblingsjahreszeit und ich genieße das jetzt in vollen Zügen. Es ist jetzt auch viel kühler als die letzten Wochen und jetzt hat man so richtig das Gefühl, dass der Herbst da ist. Vorher habe ich auch endlich angefangen, die Grußkarten zu sortieren und zu scannen. Und ich verstehe jetzt auch, warum ich das mehrere Jahre aufgeschoben habe. Und nicht umsonst wird in vielen Aussortierbüchern und auch Marie Kondo unter anderem sagt, dass das ein sehr emotionales Thema ist. Deswegen sollte man das eher zum Schluss aussortieren.
Ich hatte jetzt nicht vor, diese ganzen Grußkarten und Briefe zu lesen, aber ich musste auf jeden Fall reinschauen, weil ich versucht habe, auch sie nach Jahreszahlen zu sortieren und zu scannen. Und da kommen schon einige Erinnerungen hoch, was ich persönlich nicht immer mag. Deswegen war ganz gut, dass wir jetzt spazieren gegangen sind, konnten den Kopf frei kriegen. Ein Stapel ist noch übrig geblieben. Das sind unsere Grußkarten von der Hochzeit. Ist natürlich ein schönes Thema. Das scanne ich heute noch fertig. Und dann werde ich gleich noch ein bisschen was sauber machen, ordnen, staubsaugen. Dann gibt es was Leckeres zu essen und ein Videocall mit unseren Freunden. Und mal schauen, was der Tag noch mit sich bringt. Das war meine Rückkehr in den produktiven Alltag. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen, hast neue Motivation und Ideen, um wieder durchzustarten und den produktiven Alltag schön und sinnvoll zu gestalten. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf deine Rückmeldung und wir sehen uns im nächsten Video. Deine Anna.